Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. In diesem Video möchte ich euch kurz mal was zeigen, was ich jetzt gerade in der Zeit mache, wo ich nicht wirklich fliegen kann. Aus zwei Gründen, man hört es vielleicht ein bisschen. Ja, war eine Zeit lang krank, bin jetzt auf dem Weg der Besserung, aber muss mich immer noch ein bisschen stark halten. Und ja, kann jetzt keine großen Wanderungen oder anstrengenden Flugaktivitäten zumindest machen. Und ja, das zweite ist, es ist einfach immer noch Winter und zumindest streckenflugtechnisch ist halt die Saison noch nicht da. Aber ja, man sieht es vielleicht auch an dem Material, was ich jetzt gerade hochlade, beschäftigt mich viel mit dem, was war letzte Saison, nämlich zum Beispiel noch Material sichten und hochladen von der letzten Saison. Oder eben planen, was man im nächsten Jahr oder beziehungsweise jetzt in der Saison 2026 machen könnte. Das heißt, wenn ich am PC bin, dann gibt es was ich ganz gern mache. Und zwar, ich schaue mir in die verschiedenen einschlägigen Datenbanken die hochgeladenen Flüge an und versuche die ein bisschen zu rekonstruieren. Und da gibt es ein paar ganz coole, einfache Tools, die ich euch gerne mal zeigen würde. Ich glaube, das ist relativ interessant und verkürzt dann nochmal die Wartezeit, bis es wieder richtig losgeht, beziehungsweise befeuert nochmal die Vorfreude. Genau, also ich zeige euch jetzt kurz, was ich da gerne mache. Und zwar Flüge aus dem DHV XC oder aus X-Contest nehmen und die zum Beispiel mit Google Earth oder mit OGOI visualisieren und ein bisschen analysieren. Das geht ganz einfach, dafür braucht man keine Abos, das kann jeder machen. Ich finde, das macht echt Bock, vor allem wenn man sich zum Beispiel eine Strecke vornimmt, die man jetzt in dieser Saison vielleicht fliegen möchte, kann man sich denken, ah ja, was machen verschiedene Leute an der Stelle oder zum Beispiel, wann kann man das denn gut machen. Dazu gehen wir kurz am PC. So Freunde, wir sind am PC und ich habe da mal was vorbereitet. Starten wir einfach mal mit dem DHV-XC. Also der DHV-XC ist eine der Datenbanken, wo zumindest im deutschsprachigen Raum, hauptsächlich aus Deutschland, aus Österreich, aus Italien, viele Flüge hochgeladen werden. Da kann man sein persönliches Flugbuch führen, da kann man an Wettkämpfen teilnehmen, an den Wertungen teilnehmen und so weiter. Also DHV-XC für den deutschsprachigen Bereich eigentlich die größte Datenbank und außerdem international die größte Datenbank über alle Länder, über die ganze Welt auch verstreut, ist X-Contest und ja, wird auch zum Beispiel hauptsächlich auch in der Schweiz verwendet oder eben für internationale Wettkämpfe. Starten wir jetzt einfach mal mit dem DHV-XC. Ja, zur Funktionalität brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so viel erklären, sondern mir geht es jetzt eher darum, Flüge, die einen interessieren, aus irgendeinem Grund zu finden und die dann zu visualisieren. Also was man eigentlich hier machen muss, ist Filter anwenden, um zu den Flügen zu kommen, die einen interessieren. Und es können entweder, wenn man jetzt hier eingeloggt ist, ich habe da einen Account und bin eingeloggt, kann ich entweder auf meine eigenen Flüge gehen und sehe die dann, die ich hochgeladen habe. Oder kann eben auch von sämtlichen anderen Leuten, die ihre Flüge öffentlich hochgeladen haben, die filtern und anschauen. Momentan sieht man schon, es sind ganz viele in Kolumbien. Ja, weil bei uns dauert es eben noch ein bisschen. Ich habe jetzt mal einen Flug rausgenommen. Das ist einer von mir. Wenn man auf einen Flug klickt, in der Detailansicht schaut es eben so aus. Das ist ein älterer, der war vor, ja, bald schon wieder 2 Jahre im Zillertal. War ein super schöner Flug, gibt es auch ein Video drüber. Ja, das war im Zillertal, beziehungsweise ums Zillertal rum so ungefähr. Und was man eben beim DHV-XC dann sieht, ist diese Ansicht. Also eine 2D-Ansicht. In der Draufsicht hat man hier, wo man geflogen ist, und das ist ja schon sehr übersichtlich. Man kann hier quasi durchfahren. Man hat unten auch die Höhen mit dazu über Grund, aber es ist halt immer noch eine 2D-Ansicht. Und ich habe mir gedacht, okay, ich würde mir das gern trotzdem noch genauer anschauen. Und dazu gab es bis vor einigen Jahren mittlerweile ein Tool, das war wirklich super, und zwar Avery. Ihr habt es vielleicht auch genutzt, aber das ist schon lange offline leider. Gibt es leider nicht mehr. Netterweise hat aber der Georg Ogoi erfunden, kann man sagen.
Ja, Grüße gehen raus, Georg. Super Sache, dass du dich dem angenommen hast. Also wirklich super. Ogoi ist ein Tool, mit dem kann man IGC-Dateien visualisieren und damit das Gleiche und noch viel mehr erreichen, was man vorher auch mit Avery gemacht hat. Ich zeige euch das ganz kurz. Wenn ich jetzt einen Flug nehme, zum Beispiel vom DHV XC, kann ich die Flugdatei, die ja vom Vario irgendwann mal gekommen ist, runterladen. Und zwar, es gibt zwei Dateiformate, es gibt das IGC-Format und das KML-Format. Das IGC ist das verbreitetere, was auch für ja, die Wertungen benutzt wird und was auch entsprechende Kriterien erfüllt, damit es auch fälschungssicher ist. Und KML-Format zum Beispiel wird von anderen ja, Navigationstools, sage ich jetzt mal, verwendet. Genau, die beiden gibt es. Beim Fliegen ist es meistens eine IGC-Datei. Wenn ich mir die jetzt runterlade, die ist jetzt in meinem Download-Ordner und ich gehe wieder auf Ogoi. Ich bin jetzt hier eingeloggt, ich habe einen Account in der kostenlosen Version und Select Your File, lade mir jetzt kurz diese IGC-Datei hier rein. Dann kriegen wir da schon die Metadaten dazu. Das war eben ja April 24. Startplatz hat er auch gefunden, jawohl. Okay, nehmen wir jetzt mal diesen einen Flug. Finish and Play. Es lädt dann kurz. Und jetzt bin ich in dieser Ansicht am Finkenberg im Zillertal. Das ist wie gesagt die Lite-Version. Was man hier noch machen kann, ist, dass man die High-Quality-Option aktiviert. Und was man dann aber machen kann, wenn man auf Play klickt, wird der Flug wiedergegeben. Ich denke, viele kennen das eben schon, aber es ist trotzdem immer wieder interessant und ich schaue mir sowas einfach gerne an. Genau, dann kann man seinen Flug nochmal anschauen. Kann es dann natürlich noch beschleunigen, wie man es halt will. Sieht auch unten nochmal den Höhenverlauf und hat eben eine sehr schöne 3D-Ansicht dazu, wo man dann sieht, wo man lang geflogen ist. Genau, ich kann ja mit der Maus einfach die Karte ziehen und sehe dann, wo ich wie aufgedreht bin, wie weit ich geflogen bin. Okay, da war wieder der Rückweg und kann natürlich auch vorspringen. Ja, sehe dann da das Ganze jetzt gerade wieder Richtung Inntal vorfliege. Ja, coole Sache. Das ist wie gesagt die kostenlose Version von Ogoi. Für die volle Funktionalität gibt es verschiedene Abo-Modelle. Da kann man entsprechend auf die Seite gehen und sieht dann, was das kosten würde für die Zusatzfunktionen. Ich verlinke euch aber unten das Ogoi-Erklärungsvideo von Georg, da erklärt er auch alles. Genau. Es ist eigentlich wirklich ein netter Service, dass man hier auch in der kostenlosen Version überhaupt diese Funktionalität hat, weil leider ist es halt so, dass auch diese Kartendaten sehr viel Geld kosten, um das zu streamen. Und das Ganze wird einfach ein extremer Kostenfaktor. Und das war auch der Grund, warum Avery letztendlich nicht mehr online ist, weil eben das nur Unkosten verursacht hat. Und entsprechend kann man so einen Dienst langfristig auch nicht kostenlos anbieten. Deshalb ja, gibt es eben die Abo-Modelle, wenn man verschiedene weitere Funktionen wie bessere Auflösungen und so weiter, gibt es so viele Tools, die dann noch möglich wären, haben möchte, damit sich das Ganze auch irgendwie für den Entwickler ansatzweise trägt, abgesehen von den hunderten Arbeitsstunden, die da natürlich reinfließen. Und kein Dienst ist, glaube ich, kostenlos, sondern du zahlst am Ende mit deinen Daten. Ja, Google, der alte Datenkrake, du bezahlst natürlich mit deinen Nutzerdaten im Endeffekt für den Service. Nur weil es keine Euros kostet, am Ende kostet es dich deine persönlichen Daten und du kannst abwägen, was der Mehrwert ist. So viel dazu. Gut, also Ogoi, super Sache, kommen wir nachher sowieso nochmal drauf. Die andere Option ist Google Earth. Also wenn man auf earth.google.com geht, kommt man auf diese Seite, wo man dann, wenn man auf Neu geht, auch wieder Dateien importieren kann, die man irgendwo getrackt hat oder die man selber angelegt hat. Und das kann halt auch eine Flugdatei sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Flug vom Zillertal in Google Earth anschauen möchte, dann muss ich mir den runterladen als KML-Datei, weil das ist die Datei, die Google Earth gern hätte. Ich habe es jetzt wieder runtergeladen, gehe auf Google Earth,
neu und lokale KML-Datei öffnen in den Download-Ordner und habe jetzt hier ja, meinen Flug im Zillertal. Man sieht schon, ich kann jetzt den hier eigentlich ja, genauso anschauen wie auch hier im DHV-XC. Aber das Coole ist, wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Shift, also die Großschreibetaste gedrückt halte und dann mit der linken Maustaste ziehe, dann komme ich in den 3D-Modus, kann ich das quasi runterklappen. Und ich finde, dann schaut es nochmal richtig geil aus und ist dann wieder total interessant. Ich sehe hier, wo bin ich gestartet. Ich habe hier auch die volle Auflösung, die eben Google Earth mit den Kartendaten natürlich vom Anbieter direkt bietet. Ist kostenlos, wie gesagt, kostet keine Euros in dem Sinn, in diesem Standardmodell. Bei Google zahlst du am Ende mit deinen Daten, das muss auch klar sein. Ja, trotzdem, da brauche ich mich nicht mehr beschweren. Ich habe selber einen Google-Account, also ja, egal. Ähm, Flüge werden hier wirklich super schön dargestellt. Was mir immer gefällt, ist, dass man unter dem eigentlichen Flugweg dann nochmal sieht, wo wäre das quasi am Boden entlang. Und ja, das finde ich, schaut einfach cool aus, auch nochmal das zu begreifen, wie viel man eigentlich so rumkommt an einem schönen Flugtag und wie hoch das man ist im Vergleich zu den Bergen. Also das finde ich, das hat wirklich was und ist auch ganz gut zur Analyse. Das Einzige, was ich hier eben nicht machen kann, ist, dass ich das wie in Ogoi zum Beispiel in Live abspielen lasse und ja, entsprechend in Echtzeit sehe, wo ich jetzt lang fliege. Genau. Aber ansonsten finde ich, ist das auch eine ganz gute Möglichkeit, um die Flüge, die man aufgezeichnet hat oder die man analysieren möchte, nochmal anzuzeigen. Dann möchte ich euch nur kurz zeigen, wie das bei X-Contest funktioniert. Und für eine Flugsuche in einem gewissen Gebiet kann ich zum Beispiel das hier benutzen, Worldwide Flight Search. Dann lädt eine Karte, wo ich so einen Kreis habe, wo ich den Radius einstellen kann. Wenn ich jetzt mal den Kreis in die Region hinziehe, zum Beispiel, wo es mich jetzt halt interessiert, jetzt gehen wir mal ins Flachland, damit wir nicht immer nur in den Alpen oder so unterwegs sind. Gehen wir mal, so, da bei Gries, so, Oberemmendorf ist da, genau. Okay, jetzt kann ich sagen, zeig mir die Flüge, die hier in diesem Radius gestartet sind. Und weil das sehr viele sein werden, sage ich, nehme mal nur Gleitschirme, meinetwegen, gibt ja auch noch Drachen. Und zeige mir mal nur die mit mehr als 100 Kilometer an. Dann muss ich ihn kurz laden lassen. So, und jetzt habe ich hier die Flüge gefunden, die, ja, okay, Böhming ist auch noch mit drauf, in dem Fall, die hier gestartet sind. Und jetzt nehmen wir mal den Flug vom Johannes, Grüße gehen raus, Habitäre, schauen uns mal den an. Auf die Lupe kommt man in die Detailansicht. One Way mit dem Enzo bis hinter Linz. Alter. Okay. 244 Kilometer, alles klar. Und hier hat man jetzt eh schon wieder auch die Option, natürlich, ich sehe hier den Flug. Ich kann mir auch den Flug hier wiedergeben. Sehe dann auch eben, wie der Flug verlaufen ist. Allerdings, wenn mir jetzt eben nicht alles täuscht, ich kann natürlich auch die Satellitenkarte einblenden. Ich kann dann die Lufträume einblenden. Das ist natürlich sehr interessant. Gerade in dem Gebiet gibt es natürlich, was heißt gerade in dem Gebiet, ja doch, es gibt eigentlich schon Gebiete, die man auch beachten muss, weil die Routen häufig da so unten durchgehen, durch den Münchner Luftraum schon so ein bisschen. Das ist auch ganz interessant, aber gibt eben keine 3D-Option und deshalb kann ich auch hier wieder die IGC-Datei oder die Google Earth-Datei runterladen. In dem Fall möchte ich mir jetzt eben die Google Earth-Datei mal anschauen. Klick da drauf, zack, ist im Download-Ordner. Ich gehe wieder auf meinen Google Earth-Tab zurück, gehe auf die Startseite, indem man auf die Weltkugel klickt, neu, lokale KML-Datei öffnen,
Das ist der Download von gerade eben. So, jetzt fliegt es dahin und jo, es ist schon mal der richtige Track. Und ja, ich kann jetzt hier wieder hinzoomen mit dem Mausrad und kann jetzt eben mit der Shift-Taste und der linken Maustaste mir den Flug anschauen. Ja, und das finde ich schon wieder sehr interessant. Du siehst genau, da ist der Startplatz rausgestartet, Schlenker nach links, dann da rechts nach oben und dann ja, entsprechend, der Wind hat anscheinend gepasst und ja, da gut Höhe gemacht und ja, ab geht's. Coole Sache. Natürlich kann man sich ja noch ein bisschen rumspielen. Du kannst zum Beispiel den Track ausblenden, äh, du kannst die Extrusion da zum Grund runter ausblenden, das Blaue, aber das ist eigentlich das, was ich sehr interessant finde, weil das nochmal in Relation zum Untergrund eben das Ganze schön sichtbar macht, wo man eigentlich rumfliegt. Genau, kann man sich ein bisschen rumspielen. Und jetzt möchte ich euch noch was zeigen, kommen wir nochmal zum Thema Flüge und vielleicht gute Flugtage analysieren. Ich denke jetzt mal kurz an einen Tag letztes Jahr, beziehungsweise ich glaube es waren 2 Tage, die wirklich sehr, sehr, sehr gut waren, wo es sehr weite Flüge gegeben hat. Wenn ich auf Filter bearbeiten gehe und dann Flugdatum eingebe, dann gehe jetzt mal auf 2025, einfach weil mich das persönlich interessiert. Mai, 1. Mai. So, ich weiß, das war der absolute Hammertag. Und 1. Mai möchten wir jetzt anschauen, was ist da geflogen worden. Und zwar wo? Hochfelden. So, Filter anwenden. Jetzt habe ich alle Flüge vom 1. Mai. Das waren ja sehr viele, die allein hier eingereicht wurden, 98. Die sind jetzt sortiert nach XC-Punkte-Anzahl. Und ja, unser Vereinsmeister, der Andi, hat da natürlich auch einen rausgehauen, das hat er sich nicht nehmen lassen. Wenn man jetzt sich zum Beispiel den Flug anschaut, den kann ich hier, wenn ich aufs I gehe, sehe den in der Vorschau. Das war dieses klassische, riesengroße FAI-Dreieck vom Hochfällen. Bis über den Pinzgau und bis zum Hauptkamm und wieder zurück auch noch zugemacht. Also das war wirklich geil und haben auch viele geschafft und dann nicht einmal mit einem Hochleister, sondern auch mit Schirme aus der Standardklasse, was ich noch viel geiler finde. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir jetzt verschiedene Flüge vielleicht anschauen, dann nehme ich jetzt zum Beispiel den Flug, öffne den in einem neuen Tab, dann vergleichen dazu, ja, nehmen wir nochmal den vom Uli. Und wenn ich jetzt sage, okay, zum Beispiel, zeig mir mal jetzt nur die Flüge aus der meinetwegen B-Klasse. So, jetzt habe ich nur noch die B-Klassenflüge drin. Dann nehmen wir noch ja, vom Bleimi zum Beispiel den Flug auf fast 200 Kilometer. Ich habe jetzt hier die 3 Flüge einzeln geladen, vom Andi, vom Uli, vom Helmut, und die 3 möchte man jetzt mal vergleichend anschauen. Es gibt beim DAV XC mittlerweile auch eine Option, nämlich hier sieht man schon Leonardo Flugvergleich. Kann ich Flüge suchen und vergleichen. Es funktioniert leider noch nicht wirklich flüssig, aber es öffnet sich dann diese Liste, alle mit diesem Datum, und ich könnte jetzt hier andere dazu einblenden. Das ist jetzt leider ein bisschen unübersichtlich. Von der Sortierung her habe ich da noch nicht ganz durchgeblickt, aber nehmen wir mal den Flug da vom Olli noch dazu und gehe dann auf ausgewählte Flüge vergleichen. Dann legt er mir die beiden Flüge übereinander. Das ist eigentlich sehr interessant. Jetzt habe ich hier nämlich gerade 2 erwischt. Nicht nur, weil ich die persönlich gut kenne, sondern das ist ganz interessant. Der rote Track ist der vom Andi, der grüne vom Olli.
ziemlich gleiche Strecke, also gleiche Wendepunkte, auch gleiche Routen gewählt. Nur fliegt der eine mit dem Zeno und der andere. Ah, okay. Jetzt war ich kurz verwirrt, warum ich hier den Flug vom Olli gefunden habe, obwohl der gerade in der Liste nicht dabei war. Folgendes, man sieht es hier. Olli ist am Unternberg gestartet. Ja, das ist auch eine Taktik an solche Tage, Hochfällen oder Unternberg. Unternberg geht meistens noch ein bisschen eher. Aber egal, auf was ich hinaus wollte, man kann es eben auch vergleichen. Der Andi ist ein Zeno geflogen und das ist der Flug vom Olli. Der Olli ist mit dem ATX 7P geflogen, also mit dem C-Schirm, aber quasi die gleiche Strecke. Und so kann man es halt auch nochmal vergleichen. Und man kann es jetzt auch noch in eine andere Übersicht packen. Ich habe jetzt einmal die Flüge, wie gesagt, ich nehme jetzt einmal diese 4 Flüge und lade mir die nochmal runter, als IGC in dem Fall, weil ich möchte mir das Ganze jetzt gleichzeitig anschauen, wie an dem Tag geflogen wurde. Ich lade mir die jetzt mal alle kurz runter als IGC. Das geht zum Glück im Sekundentakt. Gar kein Stress. Gehe nochmal auf Ogoi. Zurück. Mach mir eine neue Szene, heißt es. Create Scene. Select your files. Nimm jetzt die 4 von gerade eben, die ich runtergeladen habe. Genau, Hochfällen, Hochfällen, Unterberg, Hochfällen. Finish and Play. Und jetzt kommt noch was super Cooles. Ich nehme jetzt mal irgendeinen her, auf den quasi der Fokus liegt. Nehme ich jetzt mal an Olli. So, und ich habe jetzt quasi alle 4 in einer Szene. Wenn ich jetzt auf Play klicke, sehe ich, dass der Olli deutlich früher nochmal gestartet ist am Unternberg und da schon gemütlich unterwegs ist, seine Kreise zieht und jetzt erst am Hochfällen gestartet wird. Uli und Andi liefern sich da Battle im Bad, so wie es ausschaut, fliegen dann nur nach Norden raus, um möglichst dann nochmal das Dreieck zu erweitern. Also das ist wirklich, ja, das ist einfach Spitzenklasse, was da die Leute da machen. Also das ist wirklich Spitzenklasse, was da schon am Anfang optimiert wird. Ja, hergeschenkt wird nichts. Und jetzt sind sie aber letztendlich zu 4 unterwegs. Ich beschleunige das Ganze jetzt einmal kurz. Und ja, das ist wirklich cool anzuschauen. Und man hat dadurch, dass die Datenbanken ja so riesig sind, unfassbar viele Möglichkeiten, um das Ganze zu visualisieren. Ja, ist geil. Also da jetzt, okay, der Uli macht ein bisschen, nee, passt wieder, schließt wieder auf. Machen wir nochmal schneller. Ich meine, das war eine lange Strecke, die sind alle insgesamt, glaube ich, 10 Stunden unterwegs gewesen. Jetzt haben wir gesehen, Leimi biegt jetzt woanders ab, aber die restlichen fliegen da noch unfassbar weit hinter ins Zillertal. Brutal, Pinzgau Südseite hinter. Ja, Wahnsinn. Also Grüße an euch, dieses Jahr kommen wir mal mit. Dann bin ich hoffentlich zu so einem Hammertag nicht gerade im Sicherheitstraining. Na Schmarrn, das hat auch gepasst, aber trotzdem, also geil gemacht und vor allem so ein Riesendreieck gegen den bayerischen Wind jetzt am Ende wieder zugemacht. Ja, richtig krass. Und ja, Respekt. Das geht mit Ogoi, sowas gleichzeitig anschauen. Also macht wirklich super Spaß. Ist eine tolle Sache, dass das funktioniert. So, und jetzt noch eine Sache abschließend. Burn Air. Hierzu zeige ich euch jetzt noch was. Das geht nur, wenn man ein Abo hat. Da geht es ein bisschen um die Flugplanung, aber das ist was, was ich letztes Mal auch erst benutzt habe, weil zum Beispiel möchte ich irgendwann jetzt mal, wenn es im Frühjahr geht, gern im Stubaital so einen kleinen Rundflug machen. Und bei Burn Air in der XC-Planung, da gibt es ja viele vorgefertigte typische XC-Strecken, ja, also für die großen Rennstrecken, gerade im Alpenraum. Und zum Beispiel gibt es halt hier auch so einen mittelgroßen Rundflug durchs Stubaital,
Was da ganz cool ist, da ist eben immer eingezeichnet, wie hoch muss ich an welcher Stelle aufdrehen, um normalerweise den nächsten Bad zu erreichen. Das geht in die Alpen, weil da steht ja in der Regel der Bad an der ziemlich gleichen Stelle, weil es ja durchs Relief vorgegeben ist. Im Flachland ist das wieder ganz was anderes. Auf jeden Fall, auf was will ich hinaus? Kann auch diesen Flug runterladen, natürlich um ihn zu nutzen dann zur Navigation in meinem Vario und meiner Navigations-App dann im Flug. Ich kann das aber auch wieder als KML runterladen. Wenn ich das jetzt mache, wieder mit einem Klick, ich gehe nochmal auf Google Earth, Startseite, neu, lokale Datei öffnen, Stubaier Gletscherrundflug. So, jetzt habe ich den Flug hier in der Draufsicht, so wie er ja auch in der Burn Air Map drin ist. Aber, und ich glaube, das geht in der Burn Air Map Karte, Applikation, so wie es gerade ist, eben nicht, dass ich das Ganze nochmal im 3D anschaue. Also bitte, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber auf jeden Fall hier kann ich es ja machen. Wenn ich das jetzt wieder mit Shift und linker Maustaste hier rumziehe und kippe, dann sehe ich ganz schön auch visualisiert mit so Zylinder, wo ich an welcher Stelle wie hoch aufdrehen muss, um diese Strecke normalerweise abzufliegen. Ja, ich meine, natürlich in der Realität ist das nochmal alles anders, das sind quasi unter Idealbedingungen, aber trotzdem, sowas hilft enorm, zum Beispiel, wenn man große Talquerungen vor sich hat, dass man weiß, okay, ich muss jetzt hier bis 3000 Meter oder was aufdrehen, damit ich das normalerweise da schaffe. Also ist ganz interessant und man kann sich eben vorbereiten auf Flüge, die man machen will und ist dann nicht komplett blank, wenn man dann an irgendeiner Stelle ist, sondern man weiß, aha, hier erstens in die Richtung muss ich und zweitens so hoch sollte vielleicht auch sein. Und wenn man sich das dann in 3D anschaut, dann hat man es auch irgendwie schon mal so ein bisschen gesehen, finde ich. Und man kann einfach das so imaginär ja fast schon, ja nicht fast schon, man kann das eigentlich so hier quasi ja abfliegen und orientiert sich leichter. Jo, das war das, was ich euch zeigen wollte. Genau, und ja, ich hoffe, das war vielleicht interessant. Viele haben es vielleicht auch schon gekannt, manche vielleicht auch nicht. Insofern, deswegen, es verkürzt auf jeden Fall auch nochmal die Wartezeit, bis es wieder losgeht. Und genau. So, ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Wie ich jetzt hier draußen unterwegs war, ist mir noch was Interessantes aufgefallen. Und zwar ist es jetzt eigentlich, es ist jetzt wieder windstill, aber es ist gerade ein ziemlich starker Wind durchgegangen. Und zwar von Nordwest. Also da waren bestimmt so 40er Böen mindestens dabei, eher 50er Böen vielleicht sogar. Dann ist man wieder gekommen, dass heute ja eigentlich Föhn ist. Ja? Man sieht, es ist zumindest komplett blauer Himmel, es ist komplett klar. Man hat aber eigentlich keine Wolken, also keine Föhnwolken, keine typischen. Ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut, wie stark denn. Das ist nochmal interessant. Also hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, aber ich finde es einfach total interessant. Wenn wir kurz mal bei Burn Air aufs Live-Wetter schauen, um ein bisschen die Windwerte zu sehen. Erst einmal der Gradient, ja. Bozen Innsbruck 6,7 Hektopascal Überdruck. Bruneck Innsbruck 8,8 Hektopascal. Also da ist schon was. Salzburg Klagenfurt 8 Hektopascal. Ja, okay, es ist Föhn. Aber was mich wirklich überrascht hat, und das ist wieder das Krasse am Föhn, weil hier unten merkst du, so wie jetzt, eigentlich nichts. Bis auf jetzt eben gerade eben und aber aus Nordwest. Das heißt, du wirst jetzt eigentlich nicht drauf kommen, dass der Föhn derartig ballert. Und wenn wir jetzt eben reinschauen mal auf die üblichen Stationen, nehmen wir mal ja, relevant für Innsbruck-Bozen ist ja immer der Patschakofel. Zumindest schon ein schwarzer Pfeil heißt nichts Gutes. Für jetzt gerade eben hat es Böen 82 km/h und 62 im Mittel. Und heute um 9 Uhr morgens bis 147 km/h. Also ich habe da auch schon mal die 200 gesehen, das ist tatsächlich wirklich krass. Ja, nur so viel dazu, weil das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wie ich jetzt halt hier dieses Outro gefilmt habe.
Ja, ich hoffe, ich kann bald wieder in die Luft, bin wieder fit genug und es geht hoffentlich bald wieder thermisch richtig los. Dann hoffentlich bald auf eine der Strecken, die ich mir jetzt hier angeschaut habe. Genau, da würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht einmal sehen irgendwie. Also schreibt es gerne mal, ich möchte sowieso viele neue Fluggebiete anschauen in diesem Jahr. Das ist definitiv ein To-Do. Und ja, ich komme gerne mal wohin mit ein paar Locals, die sich da auskennen, dann kann man gemeinsam auf Strecke gehen. Das wäre natürlich sehr nice. Danke fürs Einschalten, wenn euch das gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus.